Okay, also was wir machen wollen ist jetzt dieses Stück hier so ein bisschen als Übung, als Training dafür, das Auge zu schulen, in 5 gleich breite Teile zu teilen. Das heißt, ich mache hier 4 Risse drüber. Und jetzt ist es so, jetzt wird die Anlagefläche von dem Winkel natürlich stetig kleiner. Ich schaue mal, ob ich das hinkriege. Mache ich mal so einen und so einen und so einen. Und jetzt drehe ich es am besten um, um zu sehen, wie komme ich hier so hin. Und habe jetzt hier, sagen wir mal, ungefähr hier vielleicht. Ja, also so ungefähr 5 gleich breite Teile. Ne? Hier reiße ich jetzt hier runter, das kann ich jetzt auch noch stehenderweise tun, sozusagen. Mit dem Winkel senkrecht nach unten. Kann man aber auch liegenderweise machen. Der ist ein bisschen daneben gegangen. Korrigieren wir den mal gerade. Und das gleiche auf der anderen Seite, logischerweise. Genau. Idealerweise sollten diese Risse nicht deutlich über das hinaus zeigen hier, sondern perfekterweise hörten die genau da auf. Finde ich jetzt gerade im Moment nicht so dramatisch. Und jetzt markiere ich mir hier das Stück, was hier ein Abfallstück wird. So. Und so sieht das jetzt aus. Jetzt möchte ich nachher diese beiden Teile ausschneiden. Also, was wir jetzt haben, was wir jetzt eben angerissen haben, müsste so in etwa so etwas sein. So, das ist das Stück. Und so ungefähr sind jetzt die Risse da drauf. Und jetzt ist es so, dass das ist, was wir ausschneiden wollen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen über das Sägen unterhalten. Wenn man sich jetzt so einen Ausschnitt von hier, sagen wir mal so einen Ausschnitt, ein bisschen unter der Lupe anguckt, gucken, so, dann sieht der ja ungefähr so aus. Also hier habe ich die Oberkante vom Stück. Ne? Und jetzt habe ich hier einen Riss. Und da habe ich noch einen Riss. Und das dazwischen habe ich als Abfall markiert. Okay? Wenn wir jetzt anfangen, an diesem Riss entlang zu schneiden, also das heißt, wenn man sich mit der Säge das vorstellt, wenn die Säge sozusagen jetzt so hier durchfährt, ne, das ist die Sägebewegung. Dann ist es so, dass wir bei Schreinerarbeiten grundsätzlich nicht mittig über dem Riss schneiden, sondern wir schneiden immer an einer Seite vom Riss, und zwar an der Abfallseite. Und die Regel dafür ist, alte Schreinerregel ist, Schnittgenauigkeit ist halber Riss. Das heißt also, idealerweise ist von diesem Riss nachher die Hälfte seiner Dicke zu Sägemehl verarbeitet und die andere Hälfte steht noch da.
Das heißt also, das Sägeblatt, wenn ich das mal hier einzeichne, dann kommt das Sägeblatt hier an, ne? So, und schneidet hier so runter, schneidet an diesem Riss so runter, an dieser Seite, ganz normal mit dieser Bewegung, so, dass der Riss hier, kann man sehen, zur Hälfte zerteilt ist. Das ist das große Ziel beim Sägen. Das ist das, was wir damit erreichen wollen. Und das bedeutet, wir haben dann einmal einen Schnitt rechts vom Riss und wir haben einen anderen Schnitt links vom Riss. Ja, denn der nächste Schnitt geht dann logischerweise natürlich hier entlang und zerteilt diesen Riss hier in der Hälfte seiner Stärke. Und dann, wenn wir das hingekriegt haben, dann haben wir sozusagen auf die exaktest mögliche Art geschnitten. Das ist das, was man dabei eigentlich erreichen möchte. Genau. Jetzt muss ich die Kameras wieder umbauen und dann können wir mal ein bisschen schneiden. Also, dann schneiden wir jetzt mal. Wir schneiden hier mit einer Ryoba-Säge. Zu japanischen Sägen mache ich nochmal ein extra Video. Das ist nämlich gar kein so ganz kleines Thema. Eine Ryoba ist so der japanische die Sägen-Allzweckwaffe sozusagen. Die hat zwei Sägeblätter, das nur ganz kurz, machen wir mal ausführlich. Eins hier für Langholzschnitte, das hat die etwas groberen Zähne, eins für Querholzschnitte, das hat die feineren Zähne. Und dann nehmen wir jetzt natürlich das für Langholzschnitte. Die japanische Sägen arbeiten auf Zug. Das heißt, die Säge schneidet, wenn ich sie zu mir hin bewege. Wenn ich sie von mir weg bewege, dann schiebe ich sie einfach nur das Material, aber wenn ich sie zu mir hinziehe, dann findet der Schnitt statt, dann wird Material verarbeitet. Das muss man wissen, weil das nämlich bedeutet, dass man seine Kräfte so verteilen muss in der Bewegung, dass man also vorwärts nicht schiebt und drückt, sondern nur führt quasi und rückwärts, aber diesen Zug aufbringt. Ihr seht, dieses Sägeblatt ist so ein bisschen trapezförmig, das ist hier breiter als da. Und der Schnitt soll natürlich waagerecht verlaufen, was da bedeutet, dass man den Griff so ein bisschen nach unten hält, logischerweise. Wenn die Unterkante vom Sägeblatt waagerecht liegt, fällt der Griff ein bisschen nach unten. Das ist eigentlich ein ergonomisches Ding, weil man dann hier besser anfassen kann. Das Anfassen des Griffes ist so ein bisschen eine persönliche Geschmacksfrage. Es gibt Leute, die fassen sehr weit vorne an, andere sehr weit hinten. Ich persönlich bevorzuge diesen Griff in der Mitte, und zwar auch den mit der losen Faust. Es gibt auch Leute, die legen hier gerne den Zeigefinger so oben drauf, weil sie dann meinen, oder weil sie eine bessere Führung dann haben. Das kann jeder selber machen. Das Wichtige ist, kann jeder selber entscheiden. Das Wichtige ist, der Griff darf nicht fest sein. Der Griff muss so sein, also so lose sein quasi, dass einem die Säge nur gerade nicht aus der Hand rutscht. Wenn man hier dran fasst und hier wird alles weiß, so an die Knöcheln, dann weiß man, oh, das ist irgendwie zu fest. Dann hat man nämlich keine vernünftige Kontrolle mehr. Man muss in den Gelenken, in den Ellbogengelenken, im Schultergelenk locker bleiben, sonst kann man nicht vernünftig sägen. Und dann ist es so, also wenn man diesen Schnitt hier ansetzt, habe ich hier sozusagen zwei rechte Schnitte, nämlich diesen Schnitt und diesen Schnitt. Und ich habe zwei linke Schnitte, nämlich diesen Schnitt und diesen Schnitt. Ich bin Rechtshänder, deswegen sind für mich die rechten Schnitte einfacher, denn wenn ich von rechts schneide, stehe ich hier und hier, wo ich gucke, hier sehe ich den Riss und das Sägeblatt zur gleichen Zeit. Wenn ich einen linken Riss schneide, dann ist es so, dass mir das Sägeblatt die Sicht auf den Riss verdeckt. Ich stehe hier, gucke hier und sehe den Riss nicht mehr, muss also hier oben drüber gucken, um den Riss noch vernünftig sehen zu können. Und das ist ein bisschen schwieriger. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, ist ja kein Problem, du machst zwei rechte Schnitte, nämlich diesen Schnitt und diesen Schnitt. Und dann spannst du aus, drehst das Werkstück um und machst nochmal zwei rechte Schnitte. Ja, das stimmt, kann man machen. Das Problem ist, es gibt andere Verbindungen, bei denen man sich nicht mehr aussuchen kann.
nur noch auf der rechten Seite zu schneiden, sondern wo man rechts und links vom Riss schneiden muss, ganz einfach. Deswegen bin ich dafür, von Anfang an sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass man an beiden Seiten vom Riss schneiden kann, dann lernt man es auch am besten und irgendwann kann man es dann im Prinzip beides gleich gut. So. Also der Schnitt geht so, ich fange von hier, von dieser Ecke an, also von der mir gegenüberliegenden Ecke. Ich stehe hier auf dieser Seite und von hier fange ich an zu schneiden, weil die Säge auf Zug arbeitet. Würde sie auf Stoß arbeiten, würde ich von hier anfangen zu schneiden, aber sie schneidet auf Zug, deswegen fange ich von hier an. Was ich also mache, ist, ich bewege zunächst mal die Säge gegen ihre eigentliche Schnittrichtung, um hier eine kleine Kerbe zu haben als erste Führung. Dafür mache ich es gerne so, dass ich das Sägeblatt an den Daumen anlege. Also ich tue den Daumen hier hin, also ich tue den Daumen dahin, natürlich nicht, wo die Sägezähne sind, sondern weiter oben. Und bewege die Säge jetzt also in diese Richtung, um hier so eine kleine Führung zu kriegen. Wenn ich diese kleine Führung habe, dann kann ich anfangen, den eigentlichen Schnitt zu suchen. So. Und wenn ich den Schnitt gefunden habe, bewege ich mich erstmal, kippe ich mich hier runter in die Waagerechte, kümmere mich also um den Riss, der hier oben auf dem Kopfende ist. So. Und wenn ich hier angekommen bin, jetzt in der Waagerechten, jetzt kann ich sauber runterschneiden. An diesem Riss entlang. Und dabei sollte man darauf achten, dass man wirklich die gesamte Länge des Sägeblatts verwendet. Also nicht sowas macht. Das sieht nicht nur uncool aus, sondern es tut der Säge auch nicht gut, weil denen die Zähne ungleichmäßig abgenutzt werden. Das heißt also, ich schneide jetzt hier einen gleichmäßigen Schnitt, kontrolliere den ab und zu mal auf der anderen Seite, schneide jetzt hier bis hier runter. So. Das wäre mein erster Sägeschnitt. Ihr seht hier auf dieser Seite bin ich komplett neben dem Riss. Woran liegt das? Es liegt daran, dass ich den Riss nicht genau getroffen habe. Denn ihr seht hier auf dieser Seite, ich hoffe, ihr könnt das so sehen, ihr seht hier auf dieser Seite folge ich genau dem Riss. Ja? Und hier bin ich sozusagen parallel zum Riss. Also, rechter Schnitt. Am besten macht man diese beiden rechten Schnitte direkt nebeneinander. Da gibt es aber noch was anderes, auf das ich aufmerksam machen muss. Dafür muss ich aber jetzt mal kurz die Kameraposition ändern. Ist folgendes: Wenn ich hier anfange zu schneiden, also immer wieder dasselbe, ich suche diesen Schnitt. Wenn ich so weit geschnitten habe, sehe ich im Sägeblatt, was ja aus Metall ist, die Spiegelung vom Kopfende des Stückes. Bedeutet, wenn die Kanten des Stückes in ihrer Spiegelung knickfrei im Sägeblatt zu sehen sind, weiß ich, dass ich senkrecht unterwegs bin. Denn ihr seht, wenn ich das Sägeblatt schwenke, dann kriegt diese Spiegelung einen Knick. Wenn ich also hier das so habe, dass die Kanten des Stückes ohne Knick zu sehen sind im Sägeblatt, dann weiß ich, dass mein Schnitt senkrecht verläuft. Und ihr seht, macht ruhige, gleichmäßige Züge. Schneidet bis da unten runter, auf beiden Seiten und nicht darüber hinaus. So, stelle ich die Kamera wieder um und können jetzt von vorne wieder weiter gucken. Ja, der Schnitt ist auch schöner geworden. Okay, coole Sache. So, jetzt die beiden anderen Schnitte, das sind linke Schnitte. Wie gesagt, die sind ein bisschen komplizierter, weil ich mich jetzt hier so rüberbeugen muss. Um das hier zu sehen, was hier passiert. Aber
auch nur Übungssache. Kurz gucken, wie sehen wir hier aus? Und der letzte Schnitt von diesem hier. So sieht's aus.